Hey, hier ist Marcel von allonpc.com. Wenn ihr wissen wollt, um was für ein Gerät es sich hierbei handelt, dann bleibt dran. Ja, wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei nicht um einen Gaming-PC oder um ein NAS oder Notebook, irgendwas, sondern es handelt sich hierbei um eine USV. USV, was ist das überhaupt? Das ist ein Gerät, die Abkürzung bedeutet unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, dieses Gerät ermöglicht bei einem Stromausfall, dass die Geräte, die an diese USV angeschlossen werden, weiterhin mit Strom versorgt werden, weil nämlich hier eine Batterie integriert ist. Es handelt sich hierbei um die FSP Champ Tower Series 1K. 1K, weil diese USV eine Ausgangsleistung von 900 Watt bietet. Und der taiwanische Hersteller FSP hat uns mal gefragt, hey, wollt ihr den nicht im Video etwas genauer mal vorstellen und wollt ihr mal über den Tellerrand hinausschauen, was man überhaupt mit so einer USV alles machen kann. Und da wir ja sonst in den Videos immer eine Hands-on zu Handys oder Notebooks oder Monitoren machen, haben wir gedacht, hey, pass auf, das könnte auch für euch sehr spannend sein, weil gerade wenn natürlich der Strom weg ist, ihr nicht mehr zocken könnt und im schlimmsten Fall sogar Daten verloren gehen. Wir haben uns die USV mal etwas näher angeschaut. Ich gehe auch gleich in die Software mal rein und zeige euch, welche Einstellungsmöglichkeiten ihr habt. Zuerst wollen wir aber erstmal das Gerät von außen betrachten. Man sieht hier, Ganze verpackt in ein schwarzes Gehäuse, bringt auch ein stolzes Gewicht von 9,8 Kilogramm auf die Waage und das natürlich auf der Batterie geschuldet, die dementsprechend auch große Zellen bietet, damit halt viel Energie gespeichert werden kann. Das schlägt sich natürlich im Gewicht nieder. Wir sehen hier vorne ein großes Display und 3 Buttons. Da kann schon grob können Einstellungen vorgenommen werden. Hier sehen wir noch ein paar Lüftungsschlitze und, wie man vielleicht im Video auch schon hören kann, den Lüfter. FSP gibt an, dass der Lüfter weniger als 50 Dezibel aufweist, wenn man 1 Meter entfernt davor steht. Wie man hört, ist er hörbar. Das heißt, jetzt einfach im Wohnzimmer oder in die Küche stellen ist nicht. Da geht einem der Lüfter schon ganz schön auf die Nerven. Ich glaube, da hätte man eigentlich auch ein etwas leiseres Modell verwenden können. Vielleicht hat sich FSP gedacht, es stellt sich niemand zu Hause hin, steht irgendwo im Serverraum oder im Keller. Da wird es niemanden stören. Jedenfalls genug über den Lüfter gelästert. Gucken wir uns das Gerät mal von hinten an. An den Seiten ist er nicht wirklich spektakulär, ist einfach das schwarze Gehäuse. Hier sieht man auch noch mal ein paar Lüftungsschlitze, damit die warme Luft entweichen kann. Hier oben sieht man dann die Schnittstellen. Mit der USB-Schnittstelle erfolgt die Verbindung mit dem Computer. Da zeige ich euch, wie gesagt, gleich die Software. Dann gibt es noch eine RS232-Schnittstelle. Wird, denke ich mal, auch im Serverumfeld, kommt da häufiger zum Einsatz als USB-Schnittstelle. Dann sehen wir hier 3 Stromausgänge und da könnt ihr jeweils die Geräte anschließen. Dann braucht ihr so Kaltgerätekabel hier oder mit Schutzkontaktstecker, je nachdem, welche Geräte ihr dann anschließen wollt. Und unten findet ihr natürlich dann noch den Netzeingang. Wie gesagt, das Ganze recht kompakt gehalten und bis auf den Lüfter sehr unscheinbar. Aber was das Gerät, was die USV wirklich ausmacht, das steckt ja im Inneren und beziehungsweise, dass man alles damit einstellen kann. Ich werde euch jetzt zeigen, wir haben jetzt ein NAS von Western Digital. Das ist hier die MyCloud EX2 Ultra mit 8 Terabyte und wie ihr natürlich sehen könnt, besitzt jetzt keinen Akku, sondern wird mit Strom angeschlossen. Aber wenn natürlich Schreibvorgänge laufen und das NAS sich dann aufgrund eines Stromausfalls abschaltet, können natürlich Schreibprozesse, die nicht beendet worden sind, verloren gehen. Das heißt, dementsprechend gehen Daten verloren. Deswegen wollen wir das NAS jetzt mal mit der USV verbinden und wollen mal schauen, ob dann das NAS läuft, obwohl wir dann den Strom trennen. Also bleibt dran. Wir sehen jetzt hier oben auf dem Display die Ausgangsspannung und hier unten die Eingangsspannung. Dann sehen wir hier ganz unten den Batterielevel, also wie viel Kapazität zur Verfügung steht, und hier oben den Load Level, also wie viel Last gerade anliegt. Und dann sieht man hier auch, es kommt Wechselspannung an durch die Stromleitung. Davon wird natürlich
die Energie gespeist und zum anderen über einen Bypass, auf den ich gleich näher eingehe, dann die Geräte, die angeschlossen werden. So, dann habe ich jetzt mal hier das Netzteil und habe hinten das Kabel verbunden. Ich stecke mal das Netzteil vom NAS hier ein. So, und jetzt fährt es hoch. Genau. Und jetzt sehen wir hier im View Power Monitor, den man dann vorher runterladen, installieren muss, sind wir hier via USB-Schnittstelle mit der USV verbunden und sehen hier auch nochmal im Statusmonitor die Eingangsspannung, die anliegt. Dann sieht man hier, dass der Bypass aktiv ist und ein Gerät, das angeschlossen ist und eine Last von insgesamt 14% bzw. 13% verursacht, bzw. eine Energie jetzt von 0,6 Ampere aufnimmt. So, wir sehen auch hier über die Animation, dass die Batterie gerade geladen wird. Und wenn jetzt der Strom ausfallen würde, würde eine Backup-Zeit mit dieser Last, die gerade anliegt, von 58 Minuten ermöglicht werden. So, man sieht hier, dass das NAS-System 2 Doppelwander besitzt. Der erste hier ist ein Gleichrichter, der halt von Wechselspannung auf Gleichspannung umtransformiert, um die Batterie natürlich zu speisen, weil die Batterie wird immer mit Gleichstrom gespeist. Dann sehen wir hier einen Wechselrichter, der das Ganze wieder rückgängig macht, so quasi, wenn die Batterie dann zum Einsatz kommt, der die Gleichspannung dann umtransformiert in Wechselspannung, damit auch die Geräte wieder mit Strom versorgt werden können. So, und jetzt wollen wir mal den Stecker ziehen von der USV und wir gucken, ob das NAS dann aktiv bleibt. Ich stecke es mal aus und dann müsste er auch piepen. Und er piept und es erscheint auch eine Meldung, dass jetzt umgeschaltet wurde in den Batteriemodus. Das heißt, hier die Animation seht, dass von der Batterie Strom an das NAS abgegeben wird. Und dann sieht man nochmal, er hat gerade die Status aktualisiert. Das ist noch die Meldung, da sage ich gleich noch was zu, dass jetzt 343 Minuten das NAS so mit Strom versorgt werden könnte. Ich stecke es mal wieder ein. Und ihr seht hier die Messages, die wir vorher eingerichtet haben. Wir haben das System so konfiguriert, dass das Notebook hier in diesem Fall automatisch herunterfährt, wenn nach 30 Sekunden der Strom nicht wiederkommt. Das könnt ihr halt auch für eure Systeme, die per USB angeschlossen sind oder im Netzwerk sind, auch so einstellen, dass die dann automatisch herunterfahren. Und es gibt auch ein Message-System, wo ihr da einstellen könnt, dass ihr auch eine E-Mail bekommt, weil es ein Stromausfall sein sollte, dass ihr dann automatisch eine E-Mail geschickt bekommt, okay, jetzt ist es Stromausfall und die USV ist aktiv. Hier oben sieht man auch noch, dass die USV gerade im Eco-Modus ist und eine Temperatur von 25,7 Grad aufweist. Hier sehr übersichtlich gestaltet das Menü, das sich dann öffnet, wenn man die Software installiert hat. Das ist so quasi hier im Browser angelegt und wir können halt hier Passwort konfigurieren, die SMS-E-Mail-Konfiguration vornehmen, Wake on LAN vornehmen, wir können Protokolleinstellungen vornehmen. Dann gehen wir mal in die USV-Einstellung. Da habe ich eben bereits erwähnt, die lokale Abschaltung kann man hier einrichten. Man könnte auch eine Abschaltung aus der Ferne einstellen. Es gibt noch die Parametereinstellungen, dass zum Beispiel das Bypass-System nicht aktiviert wird, wenn es nicht benötigt wird. Das Bypass-System ist jetzt auch dafür zuständig, wenn zum Beispiel zu viel Last anliegt. Wir haben ja eine maximale Ausgangsleistung von 900 Watt. Wenn zum Beispiel ein Gerät mit einem größeren Energiehunger angeschlossen wird, schaltet sich das Bypass-System ein, um die Wandler zu schonen, die halt für diese Last nicht ausgelegt sind. Dementsprechend kommt die Batterie dann nicht zum Einsatz und die USV wird dann auch einen lauten Piepton von sich geben, wenn zum Beispiel zu viel Last anliegt. Wir haben ja auch noch eine Zeitsteuerung, wann die USV ein- und ausgeschaltet werden kann. Wir können auch hier Batterietests durchführen, um mal zu checken, wie ist die Batteriekapazität überhaupt. Die lässt ja auch mit der Zeit ein bisschen nach. Und dann kann man auch hier noch so einen Test durchführen. Alles sehr praktisch. Hier unter Ansicht, unter Status kommen wir wieder zurück auf unsere
animierte Grafik und sehen halt, wie ist gerade der aktuelle Stand. Wir sehen gerade hier nochmal, die Batterie wird geladen und im Verlauf ist auch nochmal grafisch zu sehen, wie hoch war die Eingangsspannung, wie hoch war die Ausgangsspannung zum Beispiel, wie hoch ist die Batteriespannung, wie ist die Temperaturkurve. So, zugegeben, wir haben uns wirklich das erste Mal so richtig intensiv mit einer USV auseinandergesetzt. Man kann noch viel, viel mehr damit machen. Die Software bietet noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und Individualisierungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall, was wir sagen können, die FSP Champ Tower Series 1K USV, die konnte uns richtig überzeugen. Wir haben sogar unseren Gaming-Rechner angeschlossen und das System hat nicht gemeckert. Gut, die Ausgangsleistung ist ja auch 900 Watt, das ist möglich, das hat unser Rechner nicht geschafft. Jedenfalls konnten wir noch eine Weile weiter zocken und das System dann auch herunterfahren. Auf jeden Fall sehr praktisch. Ich finde auch, wenn man zum Beispiel ein NAS-System hat, sehr praktisch, dass die Daten dann nicht verloren gehen, wenn gerade Schreibvorgänge laufen. Und wenn ihr weitere Informationen zu der USV von FSP wissen wollt, dann schaut doch in die Videobeschreibung, da habe ich einen Link eingefügt, da könnt ihr euch noch weitere Informationen anschauen zu den technischen Daten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, würde mich über einen Daumen hoch freuen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.